Und der Thomas schon wieder sitzt an seinem Computer und hast doch Rückenschmerzen. Ja. Du sitzt und gleichst es nicht aus, oder? Also komm, jetzt lass uns das mal. Klappt das Ding zu und wir machen ein paar Übungen. Okay. Und ich zeige ein paar Übungen jetzt, die du direkt auch bei Rückenschmerzen machen kannst. Oder vielleicht hast du ja noch gar keine Rückenschmerzen, sitzt aber viel und würdest welche bekommen, wenn du es noch länger machst. Behaupte ich mal so. Nicht unbedingt sicher, aber eventuell die Chancen wären gut. Und deswegen machen wir jetzt was, ja? Wir fangen an. Mit was fangen wir an? Wir fangen an der Wand. Bitte geh mal an die Wand. Nimm beide Hände gegen die Wand. Geh ein bisschen näher ran, bitte. So einen halben Schritt. Ja? So, und jetzt erstmal den Bauchnabel einziehen und das Becken so stellen, dass das Schambein hochkommt und du hier möglichst einen geraden Rücken machst, ja? Mach mal hier die Wölbung weg, mach die mal gerade. Bring mal dein unteres Gesäß will vor, dein Schambein, jawohl, jetzt wird's gerade, merkst du? Knie gestreckt, weil ich... Knie bleiben gestreckt, Okay. weil viele geben dann so nach. Ja. Und statt die Hüfte zu bewegen, bewegen sie dann die Oberschenkel, weißt du? Deswegen lass die Knie mal gestreckt, das ist okay. Und jetzt ziehst du den Bauchnabel zurück und mit zurückgezogenem Bauchnabel schiebst du die Leisten nach vorne. Oh, Ja? Aber hier willst du nicht nach vorne. Hier hältst du den Abstand und gehst nur mit den Leisten nach vorne. Und geh mal immer weiter nach vorne. Und dann kann es sein, dass es irgendwann anfängt zu ziehen. Zieht jetzt schon. Zieht jetzt schon. Okay. Und dann gehst du langsam immer weiter. Wenn du merkst, du bist weit von der Wand weg, aber das ist bei dir okay. So, und jetzt immer weiter. Bauchnabel zurück, Leisten vor. Und Thomas, du kannst auch den Kopf mit zurücknehmen. Möglichst so, dass das Kinn am Kehlkopf bleibt. Jawohl. Und dann schön immer weiter nach hinten kommen. Mit jedem Ausatmen weiter, aber immer so, dass du es gerade noch gut ertragen kannst von der Dehnung her, okay? Immer mehr. Zunehmend nach hinten. Und schön atmen dabei. Und bleib immer in einem Bereich, wo du nicht raus musst. Und du kannst, je weiter du nach hinten gehst, die Beine ein bisschen im Knie beugen. Aber nur ein bisschen. Und immer weiter nach hinten gehen. Dass du so überhaupt sprechen kannst. Das ist Übung. Wie vieles andere. Immer weiter nach hinten. Schön, immer weiter, weiter, weiter. Je weiter, desto besser. Aber die Grenze ist, dass es nicht so intensiv von der Dehnung sein darf, dass du es nicht mehr gut ertragen kannst. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Krass, das ist anstrengend. Anstrengend, aber jetzt füll mal rein. Ja, es So ein ist anderes mega. Also ich Gefühl, habe auch gell? gemerkt, wie ich richtig gut in die Übung reingehen konnte. Wie es nachgegeben Ja. hat, gell? Das ist bei dir zu Hause wahrscheinlich genauso. Immer wenn du in eine Übung reingehst und dehnst, merkst du hinterher, dass es besser ist. Na klar, es ist kein Langzeiteffekt, ja. Das hält erstmal nicht, sondern man muss es halt wiederholen, bis es dann immer mehr in den Körper reingeht. Jetzt machen wir weiter. Bleib du mal so schräg stehen, das ist ganz gut. 2 verschiedene Perspektiven. Füße schulterbreit. Jetzt gehen wir auf die Gegenseite. Lass mal die Hände auf den Oberschenkeln und geh mal langsam immer weiter nach unten. Ja, und du merkst ja, wenn du weiter runter gehst, rutschen die Hände an den Schienbeinen weiter runter. Das ist so praktisch das Zeichen. Und jetzt zieht es im Rücken wahrscheinlich, ne? Ja. Und jetzt sind wir in den Gegenmuskeln drin sozusagen. Also das sind jetzt die im Sitzen dann irgendwann ausflippen, weil sie eh schon viel zu stark gefordert sind, weil nämlich vorne alles zu kurz ist und hinten wird gegengezogen. Das ist so unsere Erfahrung zur Entstehung von Rückenschmerzen. Lass dich immer weiter runtersinken und versuch gezielt im unteren Rücken, hier, versuch da nachzugeben. Ja, lässt sich immer weiter runter und versuch es dann nachzugeben. Das gipfelt dann darin, dass man möglichst locker mit den Fingerspitzen auf den Boden kommt. Aber erstmal jeder Millimeter, den es weiter
Das ist krass, wo du gesagt hast, genau da nachgeben und ich das jetzt quasi in meinem Gehirn mir die Stelle rausgesucht habe. Ja, Jetzt merke ich, wie es da lockerer wird. ja. Also du musst immer so sehen, der Geist führt. Der Geist ist der Chef und der Körper ist eigentlich, die Institution, sage ich jetzt mal, die diesem Befehl des Geistes folgen muss. Gell? Nur wenn die Faszien zu kurz sind, Muskeln geht noch so, die können ihre Spannung dann verlieren, durchs Gehirn angesteuert. Aber die Faszien sind sozusagen dann dieses feste Gewebe, was sich für Kürzung antrainiert hat. Und die dann zum Nachgeben zu bewegen, dauert eine Zeit. Ja? Wird immer besser, aber dauert eine Zeit. Also das heißt, immer weiter runtergehen, mach das ruhig nochmal, ja, konzentrier dich nochmal auf diesen Punkt und sag, gib dort nach. Dort gibst du jetzt nach und versuchst immer weiter nach unten. Du kannst auch ein bisschen ziehen, ja, und versuch immer weiter nach unten zu kommen. Und die Beine immer komplett durchgestreckt. Die Beine sind komplett durchgestreckt. Ist für den Rücken jetzt nicht unbedingt, du könntest sie leicht beugen, ja, aber wenn du sie durchstreckst, hast du gleich hier die ganze hintere Struktur noch mehr drin und das erleichtert auch nochmal deinen Rücken mehr, ja. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Am besten nochmal in die Überstreckung ein bisschen gehen, um das ein bisschen aufzulösen. Und wieder. So, und jetzt gehen wir in die Seite rein. Ja? Geh du mal, Blick nach dort und leg mal die linke Hand gegen die Wand. Geh mit dem rechten Fuß vor dem linken ein Stück zur Wand, sodass du den linken Fuß ein bisschen weiter noch, schau mal gerade zu mir hinter, dass du hier den Fuß noch ein bisschen weiter nach rechts setzt. Jawohl. Und jetzt dreh mal das Becken so, dass du möglichst quer zur Wand stehst und lass mal deine linke Hüfte auf die Wand praktisch zugehen und drück dich mit dem Arm ein bisschen von der Wand weg und dann merkst du die Spannung oberhalb oder auch an dem Becken. Ja, schau mal, wenn du jetzt mehr so rüber noch gehst und dich da reinfallen lässt, müsste es ziehen. Ich merke es aber auch gerade im unteren Rücken da, wo es mir wehtut. Ja, weil da sind Muskeln, die ziehen hier so diagonal rüber. Ja. Und alles, was wehtut bei der Übung, auch für dich zu Hause, ja, alles, was bei der Übung wehtut und dehnt, also was so einen Dehnungsschmerz erzeugt, ist gut. Weil es heißt ja, wenn wir daran ziehen, dann wird es länger gezogen und unserer Erfahrung nach sinkt damit der Schmerz auch gleichzeitig weiter ab. Ja? Ich gehe nochmal mit dir zusammen da rein, um auch was selbst davon zu haben. Sehen aus wie zwei Ballerinas. Ja, so ein bisschen, gell? Und du merkst ja, gell? Ja, es gibt ich merke immer genau die weiter Stelle, ja. nach. Und konzentriere dich ruhig darauf, wie du es eben gesagt hast, auch, dass du links am Becken und an der linken Körperseite, dass du da auf Entspannung schaltest. Du sagst dir, da gib doch mal nach. Da soll nachgegeben werden. Ich merke es auch ein bisschen hier in der Achsel, dass es zieht. Ja, das zieht bis oben hin. Also letztendlich profitiert deine Hüfte davon, dein ganzer Rumpf profitiert davon, sogar deine Schulter profitiert davon. Und dann geh mal langsam raus. Jetzt drehen wir uns mal um. Ich gehe mal so rum. Und jetzt machen wir es gleich auf der anderen Seite. Ja? Geh mal mit dem linken Fuß wieder so ein Stück nach vorne vorbei, Richtung Wand. Der rechte Fuß setzt sich nach links, dass es schön überkreuzt ist. Und jetzt lass dich wieder seitlich mit dem Becken da reinfallen. Ja, Und das Knie vom rechten Bein muss das rechte Bein gestreckt sein? Sollte gestreckt sein oder fast gestreckt sein. Ja. Und jetzt schieb mal bewusst deine rechte Hüfte in Richtung Wand. Die rechte Hüfte Richtung Wand und dann merkst du sofort, dass am rechten Becken und auch darüber hinaus Richtung Achsel, dass es immer weiter
in die Dehnung kommt. Guck mal, ich habe meinen Arm auch etwas flacher, um mich besser wegdrücken zu können. Ach so. Man kann auch so hoch gehen, da muss man aber dichter dran. Wenn du ein bisschen tiefer gehst, merkst du, du kannst jetzt deinen ganzen Schultergürtel nach links drücken ein bisschen. Drück mal aktiv nach links und dann merkst du, oh, dann nimmt hier die Dehnung an der rechten Körperseite, die nimmt zu. Merkst du das? Ja, so geht es noch besser, finde ich. Und du kannst auch deinen Kopf nach links nehmen. Das unterstützt es noch ein bisschen. Und tiefes Atmen, gell? Wie immer das tiefe Atmen, das trägt dazu bei, dass du besser in die Dehnung reinkommst. Und du merkst bestimmt wieder den Effekt, dass du immer ein Stückchen näher an die Wand kommst. Ja, Gell? es geht immer besser, ja. Also Dehnen ist letztendlich eine Zeitinvestition, die fast zwangsläufig dazu führen muss, dass das Gewebe sich anpasst. Also man weiß aus Studien, dass bis ans Lebensende der Körper trainierbar ist und dass er auf Trainingsreize reagiert. Schneller oder langsamer, je nach Stoffwechselzustand und so weiter. Und dann auch hier langsam wieder rauskommen. Beweg dich mal ein bisschen, fühl mal rein, so wenn du dich so ringsrum bewegst und einfach nur ein Feeling aufnimmst. Boah, ist krass. Also ich merke, dass ich richtig was gemacht habe irgendwie in der kurzen Zeit. Also es irgendwie fühlt sich lockerer und entspannter an. So. Und das ist immer was, du kennst es vielleicht schon, der Zuschauer, die Zuschauerin, ja, dass man gar nicht so viel machen muss und es ist schon jede Menge zu merken. Aber wir setzen noch einen drauf. Ja, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wenn ich jetzt so stehe, gucke ich nach dort. Genau. Stell dich bitte mal genau so mit dem linken Fuß gegen die Wand, vielleicht ein bisschen über Schulterbreit, dass du einen sicheren Stand hast. Und geh mal mit der rechten Hand auf Schulterhöhe, hier so vorbei und dreh dich nach links. Dreh auch den Kopf mit und nimm die linke Hand so gegen die Wand, hier auf Bauchhöhe ungefähr. So, und jetzt drehst du erstmal, lässt die Beine auch ziemlich gestreckt und achtest darauf, dass der rechte Fuß sich nicht mitdreht. Jetzt bringen wir nämlich eine Drehung in den ganzen Körper rein. Das merkst du vielleicht schon. Bleib auch möglichst gerade, nicht irgendwie rückbeugen im Rumpf. Und du ziehst dich mit der linken Hand immer weiter, mit der rechten Hand immer weiter nach links. Und die linke Hand drückt so gegen die Wand, dass deine linke Schulter zurückgedrückt wird und du dadurch noch mehr in die Rotation kommst. Ja? Ja, krass. Zieh mal ein bisschen den Bauch ein, weil du gerade ein bisschen ins Hohlkreuz gehst. Aha. Oh ja, ist noch besser so. Ist gleich intensiver, gell? So, was du jetzt wissen musst, jetzt pressen wir die Bandscheiben aus auf ganzer Fläche, dass der ganze Abfall, der ganze Stoffwechselabfall, dass der rausgedrückt wird. So stellen wir uns das zumindest vor. Raus mit dem Dreck stellen wir uns vor. Schön tief ein- und ausatmen und immer ein Stückchen weiter in die Rotation drehen. Und hier verharren wir jetzt ein bisschen und steigern immer so, wie du merkst, dass noch ein bisschen mehr geht. Es fühlt sich eigentlich richtig gut an. Ist zwar anstrengend so, also es wäre jetzt nichts für Wellness, aber eigentlich... Nichts für Wellness. Ja, aber es fühlt sich Das echt ist die gut an. Wellness hinterher sozusagen, ja? Ja. Wenn man es dann gemacht hat. Ja. Aber der Körper reagiert oft so, dass er bei solchen Anstrengungen, die er intuitiv als positiv empfindet, weil er merkt, da wird was mit ihm gemacht, was ihn lockerer werden lässt, was ihn einfach aus den Spannungen rausnimmt, dass dann dem Kopf dazu, also dir in dem Fall, so viele Patienten sagen, das tut zwar schon weh, aber es fühlt sich gleichzeitig auch gut an. Ja, wie bei so einer Massage manchmal, ne? Die tut auch manchmal weh, wenn man so krass verspannt ist. Ja. Aber danach fühlt man sich eigentlich schon ein bisschen besser. Und hier Ja, kann ja. man es irgendwie so selber diesen Effekt. Selber auslösen, Ja. genau. Und jetzt langsam wieder raus, immer langsam bewegen, damit der Körper sich daran gewöhnen kann. Okay.
Jetzt wechseln wir mal den Platz. Jetzt geh du mal dorthin. Fühl mal rein erst. Jetzt hast du das Gefühl, du bist ein bisschen Ja, nach links. Ne? man hängt so fest. Nee, Also aber höchste Zeit, das um es ist- auszugleichen. Das ist mega. So, jetzt gehen wir so, dass wir die rechte Schulter an der Wand haben und den rechten Fuß mit der Außenseite und die Hand nach dort. Und du machst mit bitte zu Hause, gell? Schön mitmachen, rechte Hand tiefer, linke Hand höher, um gleich zu spüren und davon zu profitieren. Schön atmen. Ich krabbel dann immer mit den Fingern einfach so nach vorne, oder? Genau, genau. Die linke Hand krabbelt so nach Und rechts. die rechte. Und die rechte Hand, die muss nicht weiter nach rechts gehen, die drückt eher weg praktisch, sodass die linke Hand die linke Schulter in die Rotation zieht, also den Rumpf damit in die Rotation zieht. Und die rechte Hand drückt praktisch die rechte Schulter zurück und das verstärkt dann die Rotation. Und auch wieder schauen, möglichst nicht ins Hohlkreuz gehen, Bauch einziehen, dann wird es auch gleich mehr. Ich merke das bis zu den Schulterblättern hoch. Ja, kann gut sein. Ja. Die Wirbelsäule ist ja dafür ausgelegt, sich in alle Richtungen zu bewegen, also nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links beugen und auch zu drehen. Und diese Bewegung machen wir halt viel zu wenig. Ja? Wann machen wir das mal? Das zur Seite beugen machen wir so gut wie nie, das Drehen machen wir so gut wie nie. Beugen nach vorne im Sitzen, das machen wir, aber überstrecken machen wir auch nie. Also von 6 grundlegenden Freiheitsgraden, also das heißt Bewegungsmöglichkeiten, nutzen wir nur eine und die 5 anderen nur in Ausnahmefällen, wenn jemand einen Sport macht, wo das zufällig vorkommt oder einen Beruf hat, wo sowas verlangt wird, ja, aber ansonsten eigentlich nie. Ich glaube, man wird ja auch irgendwie faul. Also ich meine, sich so weit zu drehen, das ist ja auch schon irgendwie anstrengend. Und warum soll man das im Alltag machen, wenn man es nicht muss? Richtig, richtig. Aber das Geheimnis ist ein bisschen, wenn man das von klein auf, von Kindesbeinen an, jede Woche 2, 3 Mal machen würde, bis in die Endwinkel rein, müsste man nie im Leben dehnen, auch nicht mit 99 Jahren. Ja? Weil dann würde der Körper gar nicht verkürzen, was eine Dehnung nötig macht. Er würde einfach immer so flexibel bleiben. Und dann gehen wir auch hier langsam wieder raus. Und dann haben wir jetzt die 6 grundlegenden Bewegungsrichtungen, die bei uns im Alltag viel zu wenig vorkommen, haben wir alle mal durchgespielt. So, und daraus machen wir jetzt eine schnelle Übung. Weil das hat ja jetzt Zeit gedauert. Wie lange haben wir jetzt? Eine Viertelstunde wird es netto gewesen sein, ja, mit Erklären dabei. Die Viertelstunde ist natürlich total super, wie soll ich sagen, lohnt sich. Super investiert, diese Zeit. Aber für zwischendurch machen wir jetzt genau das, wo ich eben gerade gesagt habe. Wenn du das von Kindesbeinen an machen würdest, dann bräuchtest du gar nicht erst zu dehnen. Und wir kombinieren das jetzt einfach. Wir machen wir zusammen, ja? Stell du dich mal so, dass du nach dort guckst vielleicht für den Zuschauer und ich stelle mich so, dass ich nach dort gucke. So, und zwar ganz easy und ganz locker. Einmal schön überstrecken und wieder hochkommen. Und einmal nach vorne runter. Und wieder hochkommen. Und einmal nach links zur Seite. Und wieder hochkommen. Und einmal nach rechts zur Seite. Und wieder hochkommen. Und einmal nach links drehen. Richtig drehen. Und einmal nach rechts drehen. Richtig drehen. Und ein bisschen locker. Und das hat jetzt gedauert, vielleicht gerade mal eine Minute oder so, ja. Diese Minute, die ist so wertvoll, weil fühlt man jetzt in dich rein. Einfach Das so ist mal, mega, ja. so wie es ist. Ja. Also nicht jetzt zu positiv, einfach wirklich so, wie es sich anfühlt. Ist echt, also ich fühle mich echt viel lockerer. Also irgendwie, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Also es ist irgendwie, man fühlt sich so locker, irgendwie auch angestrengt, aber locker und befreit. Und was würdest du sagen, wie oft soll ich das machen, wenn ich jetzt so einen normalen 8-Stunden-Arbeitstag habe? Also Jede Stunde oder? diese kurze Minute, ja, wenn du dir einmal am Vormittag, einmal in der Mittagspause, einmal nachmittags machst, 3-mal am Tag, da passieren schon kleine Wunder. In Anführungszeichen die Wunder, keine echten, ja. Die fühlen sich so an wie, ja. Und
wenn du ein richtiges Problem hast und merkst, Vorschlag, mach doch du hast ja jetzt bei dieser Routine gemerkt, wo es dir schwerfällt. Du hast es gemerkt und Ja. du zu Hause auch. Und das, was dir schwerfällt, egal was es jetzt war, das solltest du einzeln üben. Bis du das Gefühl hast, alle 6 Bewegungen, die wir da machen, sind plus minus ungefähr genauso anstrengend. Und in dem Moment, wo du das erreicht hast, dann kannst du immer praktisch gleich schnell das machen. Gleich schnell ist ein blödes Wort. Also diesen kleinen Ablauf, den wir eben gesagt haben, der eine Minute dauert. Und je nachdem, wie schnell du vorwärts kommen willst, wenn du nur diesen kleinen Ablauf machst von einer Minute, das ist auch schon jeden Tag dann besser. Aus Erfahrung sage ich das, weil das viele Patienten berichten, ja. Aber du kannst natürlich beschleunigen. Und wenn du, keine Ahnung, am Anfang das andere Extrem jetzt, 3-mal in der Woche diesen Viertelstundenablauf machst, dann machst du natürlich jedes Mal einen Sprung, kommst viel schneller vorwärts. Aber so kommst du raus und kannst dann sitzen, kannst du wunderbar ausgleichen. Mit nicht viel Aufwand. Wenn man sich überlegt, dass die Rückenschmerzen im unteren Bereich Volkskrankheit Nummer 1 sind, ja, dann ist es doch eigentlich eine kleine Begeisterung wert, wenn man weiß, Mensch, wenn ich das mache, dann habe ich gute Chancen, dass mich das nicht ereilt. Ja. Noch irgendwie eine Frage von dir? Nee, also ich werde es mir auf jeden Fall jetzt mal angewöhnen, 3-mal am Tag im Solltest Büro das du zu machen. machen und dann gucke ich, wie es mit meinen Rückenschmerzen läuft. Okay. Ja, was mich total interessieren würde, wie findet ihr so ein Format, wo so erklärt wird, was würdet ihr gerne in diesem Format sehen, welche Schmerzen, welche Zustände, was wir dagegen tun? Bitte kommentiert das doch mal und dann versuchen wir das gerne auch einzurichten. Und wir haben jede Menge Routinen für alle möglichen Körperbereiche. Wenn du hier unten klickst, kommst du in eine Playlist, such dir raus, was dir Spaß macht und ansonsten sagen wir Dankeschön und ciao. ciao, vielen Dank fürs Mitmachen, ciao.